us that the rule which it is laid down is the only possible rule, and that the witness must be confined strictly to answering the question directly where the question admits of a direct answer, and that he must not make his explanation before he gives a direct answer, but after having given a direct answer to any question which admits of a direct answer, he may make a short explanation, and that he is not to be confined simply to making direct answers, yes or no, and leaving the explanation until his counsel puts it to him in re-examination. As to this particular observation of the defendant ought not to have referred to the United States, but it is a matter which I think you might well ignore. I shall bow to the ruling, of course. I wish to make a statement to the tribunal about one of the documents. Stated that on the Jewish question, some of the members of the government were more radical than you. And would you state who those were? Zunächst war allgemein bei Regierungsübernahme nur die Forderung gestellt, Ausscheiden aus den politischen Stellen und Ausscheiden aus gewissen sonst führenden Staatsstellen. Es kam dann hinzu... Now that isn't what I asked you. The question was that you had said that some members of the government were more radical towards Jews than you were. And would you tell us which of the members of the government were more radical than you were? Verzeihung, ich hatte die Frage nicht verstanden, um wen es sich gehandelt hat, sondern worin sich die radikalere Haltung ausdrückt. Wenn gefragt wird, wen, dann betone ich, dass es sich hier um die Persönlichkeiten des Minister Goebbels und Himmler in Hauptsache gehandelt hat. Yeah, I don't know if they're in or not, or if you want them. As more radical than you? Ja, aber er war nicht im Regierungsmitglied. He was a Gauleiter. He was a Gauleiter, was he not, for this very territory in which we sit? Das ist richtig, hatte aber auf Regierungsmaßnahmen geringen Einfluss oder gar keinen. What about Heydrich? Heydrich war ein Untergebener von Himmler. Wenn ich Himmler sagte, so muss ich Heydrich mit einbeziehen. Well, now, do we understand that you want the tribunal to believe that all you were concerned with then was the big Jewish enterprise? That's the way you want to be understood. Mich störten zunächst die kleinen Läden und das für den Vierjahresplan nicht. Now, let us go through the public acts which you performed on the Jewish question. First, did you proclaim the Nuremberg laws? Als Reichstagspräsident, jawohl, habe ich schon betont. What date was that?
35, glaube ich, hier in Nürnberg im September. And that was the beginning of the legal measures taken against the Jews, is it not? Das war eine legale Maßnahme. Then, Das heißt, wer ohne Erlaubnis der Regierung ein Konto im Ausland hat, then your third public act was on the 22nd of April 1938 when you published penalties for veiling the character of a Jewish enterprise within the Reich. Was it not? jawohl, SS Gruppenführer to make the plans for the complete solution of the Jewish question. nein, so ist das nicht richtig. Diesen Erlass I asked to have you shown kenne ich genau. I asked to have you shown document 710, United States 509. Correct so far? Nein, das ist in keiner Weise korrekt All right. in der deutschen Sprache Give us your übersetzt translation worden. of it. Give it. Der Ihnen bereits mit Erlass vom 24.01.39, also vor Kriegsbeginn, übertragenen Aufgabe, die Judenfrage in Form der Auswanderung oder Evakuierung einer den Zeitverhältnissen entsprechend möglichst günstigsten Lösung zuzuführen, beauftrage ich Sie hiermit, alle erforderlichen Vorbereitungen in organisatorischer, sachlicher und materieller Hinsicht zu treffen. Und jetzt kommt das entscheidende Wort, das falsch übersetzt wurde. Es heißt hier nämlich, für eine Gesamtlösung, nicht für eine Endlösung. Für eine Gesamtlösung der Judenfrage im deutschen Einflussgebiet in Europa. This letter itself was directed to the chief of the security police and the security service and SS Gruppenführer Heydrich. We're right about that, aren't we? Das ist richtig und dazu muss ich aber nun die Erklärung abgeben. And. All right. Die Erklärung abgeben, dass ich deshalb den Brief an ihn gerichtet habe, weil Heydrich mit Erlass vom 24.01.39 beziehungsweise Himmler die Aufgabe der Judenauswanderung übertragen war. Folgedessen war dies die Zentralstelle und ich musste mich für die ganzen materiellen und wirtschaftlich sich daraus ergebenden Dinge an die Stelle wenden, welche den Zentralauftrag hatte. Telling this tribunal, when you say that no steps were to be taken by anyone else, whether you are telling this tribunal the truth. Dieses ist ein Vermerk von meiner Dienststelle oder Adjutantur, dass von dieser Seite nichts unternommen wird, weil ich betont habe, die Sache nehme ich selbst in die Hand. Ich bin nämlich mit diesem Bericht zum Führer gegangen.